Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbaustein-Welt. Ich würde liebend gerne sagen, es ist nicht, wonach es aussieht, aber es ist, wonach es aussieht. Und warum es aussieht, wie es aussieht, das will ich euch gerne zeigen. Also seid gespannt. Es ist jetzt ein paar Wochen her, da hat die Firma Lesti sich bei mir gemeldet. Fand ich sowieso schon erschreckend, dass ein YouTube-Kanal in meiner Größe von einem Unternehmen gefunden wird, was dann doch relativ groß ist. In dieser E-Mail eine relativ freundliche, aber zielorientierte Ansprache, dass man bei mir aufmerksam geworden ist mit dem LTM von Jeroen Ottens, dass ich den gebaut und vorgestellt habe. Und in der Mail hat man mir unmissverständlich zu verstehen gegeben, die haben oder dass in diesem Online-Shop das bessere Modell davon vertrieben wird. Und zwar wäre das dann der LTM 1750. Bin ich natürlich gleich stutzig geworden. Das ist ein Kranwagen, der genau auf diesem Prinzip beruht, wie ich den von Jeroen gebaut habe. Habe natürlich sofort eine E-Mail zu Jeroen geschickt, habe ihm das gezeigt, habe gesagt, pass auf, ich wurde gefragt, ob ich das Ganze präsentieren könnte. Hast du irgendwas mit dazu zu tun oder ist das dein Kran, der dir da irgendwo jetzt dann doch abhanden und gekommen ist und weiterentwickelt wurde? Wie auch immer, ich wollte auf jeden Fall auf der richtigsten Seite sein, bevor ich da irgendeine Zusage oder Absage treffe. Die Antwort von Jeroen war, nein, das ist soweit alles in Ordnung. Er weiß um dieses Set, was da entstanden ist. Und er hat in keinster Weise etwas dagegen, dass ich das Ganze hier jetzt mache, dass ich also im Prinzip eine Zusage treffe, dieses Mock vorzustellen. Also schnell eine Rückantwort geschickt und habe gesagt, ja, freut mich sehr, dass ihr mich gefunden habt. Ich würde euch das Ganze gerne präsentieren. Darauf kamen nun so die ersten Links und Hinweise etc. und auch eine Zusage, man schickt mir den Kran, man stellt ihn mir also quasi zur Verfügung, wenn ich das Review mache. Bedingung war, und deswegen geht das heute alles relativ zügig, das Review muss in 30 Minuten erledigt werden. Also ich kann das nicht so ausführlich machen, wie ich das sonst gerne mache, dass ich das in mehreren Teilen präsentiere. Es wird ein Video geben, in dem stelle ich euch den Kran vor. Lassen wir uns überraschen. Ich habe noch ein bisschen geguckt. Also wie gesagt, es ist hier wirklich die Weiterentwicklung von dem 11200. Nennt sich jetzt 17. Ich muss mal gerade gucken. Genau, es nennt sich 1750. Die Firma Lesti wirbt damit eine Fehlerquote von 1 Promille oder ich glaube sogar 0,1 Promille. Ich habe das irgendwo im Kleingedruckten gelesen. Also darf ich mir sicher sein, dass in diesem Karton, der 8 Kilo wiegt im Übrigen, keine Fehlteile sind, weil 1 Promille, das ist so verschwindend gering, hier müsste jetzt alles drin sein. Hier sind eine Menge Motoren drin. Wir gucken uns das mal alles an. Ich habe das Ganze ja schon offen gemacht. Aber wie gesagt, man wirbt damit, dieses Modell funktioniert zu 100% und es gibt keine Fehlteile. Und ob das Ganze so ist, wir werden es im Laufe dieses Videos rausfinden. Ich habe den Karton natürlich beim ersten Mal schon offen gemacht, wollte eine kleine Inventur machen, aber bei 1 Promille habe ich gesagt, machen wir das nicht. Was ich aber schön finde, ich hole es mal eins nach dem anderen raus. Das kann ich jetzt endlich mal auspacken. Hier ist die Bauanleitung drin. Das war auch das erste, was oben gelegen hat. Eine Schere wäre nicht schlecht gewesen. Hier ist sie. Das ist also der USB-Stick mit der Bauanleitung. Der lag gleich oben drauf. Und auch da habe ich natürlich sofort geschrieben, ich habe den, ihr seht das ja, ich muss den jetzt auspacken. Ich habe also nie im Vorfeld hier schon irgendwas gemacht. Ich habe hingeschrieben und habe gesagt, hey, wie sieht's aus? Ich hätte gerne eine Teileliste mit dabei. Ihr kennt das von dem Tow Truck. Ich habe meine Teileliste, wonach ich das abhaken kann, was fehlt und was nicht fehlt. Da kam dann gleich der Hinweis, eine Teileliste gibt es nicht. Also gehe ich davon aus, hier ist keine Teilliste dabei. Schaue ich aber gleich in aller Ruhe. Dann ist mir als nächstes die ganze Maschinerie in die Hände gefallen. Ich hole so raus, wie es hier drin gewesen ist. Also hier sind die ganzen Motoren.
Hier wird ja damit geworben, dass jede Funktion einen eigenen Motor hat und nicht, wie es bei dem LTM von Geron der Fall ist, dass es wenige Motoren sind, die für alles zuständig sind, wo also viel mit Übersetzungen und Wellen gearbeitet wird. Hier hat jede Funktion einen einzelnen Motor. Auch das werden wir uns dann anschauen, ob das Ganze funktioniert. Jetzt erstmal hier hin. Was dann aus dem Karton kam oder was ich dann gesehen habe, das fand ich wirklich schön, weil das gab es vorher noch nie. Hier sind Plastikboxen mit Deckel und einen schönen Tragegriff mit dabei. Also das muss ich sagen, finde ich schon mal sehr schön. Das ist sehr wertig, kommt gut daher. Also das finde ich ist eine schöne Sache. Eine Box beschriftet mit einer 1, eine Box beschriftet mit einer 2 und hier ganz, ganz viele Sticker. Die kann man hier durch die Box sehen. Ich habe die Box noch nicht aufgemacht, das muss ich dazu sagen. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier also einmal Unterfahrwagen und einmal Oberfahrwagen habe. Gehe ich davon aus. Wissen tue ich es natürlich nicht. Ich mache jetzt mal eine Box auf und hier ist dann alles schön in Tüten drin. Eine riesengroße Tüte mit Reifen. Und wenn ich das hier jetzt so grob überfliege, naja, es ist nicht unbedingt sortenrein, aber es scheint schon, ui, hier kommt auch was, scheint schon gut sortiert zu sein. Hier eine Pappe mit Seilen. Ich habe auch hier mittlerweile eine riesengroße Rolle mit Seil von Lego. Also so wie ich das sehe, scheint das also wirklich hier Unterwagen zu sein. Und eine Tüte mit Werkzeug. Auch das hatte ich in den Kommentaren gesehen. Hier gibt es einmal diese Zange, um die Pins mal wieder zu entfernen, wenn dem so sein sollte. Habe ich noch nie mitgearbeitet, soll aber ganz witzig sein. Und ein Teiletrenner gibt es dazu. So, was soll ich großartig sagen? Ich hoffe, ich habe bis hierher nichts vergessen. Ach ja, übrigens, es kam eine E-Mail, dass jetzt das Set gepackt wird, weil ich hatte darum gebeten, es gibt ihn in Rot und in Gelb. Ich hätte ihn ganz gerne in Rot, weil in Gelb gefällt er mir persönlich nicht. Also hier ist auf meinen Wunsch auch eingegangen worden. Der Sticker ist in Rot. Ich sehe hier drin auch rote Teile. Kam binnen, ich glaube, 5 Tage. Das ging rasant. Das ging wirklich rasant. Und auch die E-Mails, wenn ich eine schicke, das wird alles ganz schnell beantwortet. Und es ist auch alles auf Deutsch, was da kommt. Also wirklich bis hierhin Begeisterung pur, muss ich ganz klar so sagen. Aber ob die Begeisterung jetzt wirklich anhält, das finde ich nur raus, wenn ich anfange zu bauen. Es wird heute wirklich ein wahnsinnig langer Speedbuild sein. Ich bitte darum, das Ganze schon mal im Vorfeld so ein bisschen zu verzeihen. Aber wir müssen das Ding heute irgendwie fertig kriegen. Deswegen wird jetzt erstmal viel gebaut. Ich baue den Unterwagen zusammen. Wenn irgendwas Gravierendes passiert, hört ihr natürlich von mir. Ansonsten ziehe ich das Ganze hier durch und dann reden wir mal über den ersten Bauteil.
So, da ist es jetzt passiert. Das hier ist das letzte Bauteil, was ich zusammengebaut habe. Ich muss das am Anfang, habe ich erzählt, dass es 2 Kisten gegeben hat und ich davon ausgegangen bin, eine Kiste ist für den Unterfahrwagen, eine Kiste für den Oberfahrwagen. Das muss ich revidieren, das ist also nicht so gewesen. In beiden Kisten sind die Teile, die man für alles braucht. Und es ist auch nicht so, dass man wie bei dem LTM 11200 erst den Unterfahrwagen und dann den Oberfahrwagen baut. Hier ist es so, wie ihr das sehen könnt, man baut verschiedenste Bauteile, so wie es beim Towtruck gewesen ist und fügt dann zum Schluss alles zusammen. So, bevor ich jetzt so ein bisschen auf das Ganze eingehe, muss ich als erstes was zu dem hier sagen. Das ist der USB-Stick, auf dem die Bauanleitung drauf ist. Ich sitze hier noch und baue das ganz gemütlich vor mir hin. Es sind schon etliche Wochen mittlerweile vergangen, wie ihr euch das sicherlich auch denken könnt. Aber ich habe schon viele Zuschriften bekommen. Viele Leute rufen nach Hilfe, wenn es um den USB-Stick geht. Und ich hatte am Anfang genau das gleiche Problem. Auf diesem USB-Stick ist keine PDF, wie man das erwartet. Hier ist ein Programm drauf und in dem Programm ist die PDF, ich sag's mal, versteckt. Der Laden, sage ich jetzt mal, Lesti, mit denen ich dann immer kommuniziert habe, nennen das Ganze dann eine U-Disk oder U-Disk. Und wenn man dieses Ganze jetzt in den PC schiebt, der schreit sofort der Virenscanner, halt, stopp, hier ist ein Virus und isoliert diese Datei. In dem Moment, wo die Datei isoliert ist, geht die Datei davon aus, halt, stopp, ich bin kopiert worden und ist unbrauchbar. Das heißt, man kann machen, was man will. Auch ich habe versucht, alles Mögliche versucht. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Dümmste, wenn es um PCs geht. Habe versucht, die Datei wiederherzustellen und alles Mögliche. Die Datei denkt, ich bin kopiert worden und ist jetzt unbrauchbar. Also ein Schrieb an den Kundendienst, ich brauche einen neuen USB-Stick. Ging in meinem Fall verdammt schnell, dauerte ein paar Tage und ich hatte einen neuen Stick hier. Hatte dann auch gleich mit dabei stehen, alle Virenschutz- und Firewall-Programme zu deaktivieren, dann den Stick rein und das Programm öffnen. Das hat funktioniert. Da habe ich aber gleich eine E-Mail zurückgeschrieben, das ist schön, dass das jetzt funktioniert, aber das ist einfach zu kompliziert. Das muss im Vorfeld erklärt werden. Wird es leider nicht und somit haben viele Leute das Problem, schieben den Stick in den PC. PC isoliert, Datei denkt, oh, ich bin kopiert, ist unbrauchbar und man steht da, hat keine Anleitung. Also wenn ihr diesen Stick habt und habt ihn noch nie im PC gehabt, befolgt diesen gut gemeinten Ratschlag. Der Stick ist sauber, da ist kein Virus drauf, das habe ich im Nachgang dann mehrfach kontrolliert. Schaltet alles aus, sonst kommt ihr da nicht ran. Und wenn ihr dann die PDF offen habt, dann isoliert sie euch daraus. Dann habt ihr da einen uneingeschränkten Zugang drauf und ihr könnt danach bauen. Auf meine Anmerkung hin, dass das Ganze zu kompliziert ist, hat man mir dann zugesichert, dass zum 10.8. eine gedruckte Bauanleitung bei dem Kran dabei gelegt wird. Kann ich bis jetzt noch nicht bestätigen. Der 10.8. ist schon lange durch, wenn dieses Video hier kommt. Ich habe aber noch keine Rückmeldung von irgendjemand bekommen, ob er schon eine gedruckte Bauanleitung für das Ganze hat. Das ist so das Erste, was ich sagen kann, sagen muss. Das nächste, wo ich darauf eingehen möchte, Fehlteile. Es gab keine. Das ist also wirklich das erste Mal, dass ich so etwas Riesiges gebaut habe, ohne Fehlteile. Von den anderen, die das Ganze zusammenbauen, habe ich noch keine Rückmeldung, ob es da Fehlteile gegeben hat. Ich habe hier 2 Teile, die habe ich mal stellvertretend hier rausgenommen. Ich lege sie mal hier hin. Das sind Fehlgüsse, waren aber trotzdem ausreichend vorhanden. Das hat mich also jetzt nicht großartig behindert. Zu der Bauanleitung. Wie nenne ich es? Abenteuerlich. Die Bauanleitung absolut abenteuerlich. Ich habe also wirklich sehr gemütlich vor mir hergebaut und habe immer wieder geguckt, wie kann das Ganze gehen. Man muss hier wahnsinnig viel mitdenken. Es nutzt dann teilweise auch nichts vor- oder zurück zu scrollen, um zu sehen, wie das Ganze gebaut wurde. Man sieht es zum Teil einfach nicht. Man muss hier wahnsinnig viel mitdenken und man sollte auch vorher wirklich schon Technikmodelle zusammengebaut haben, dass man sich das so ein bisschen zusammenreimen kann.
wie könnte das gemeint sein? Also das ist wirklich, wo ich habe es in meiner WhatsApp-Gruppe mal spaßeshalber gesagt, wer also nicht in der Lage ist, den Liebherr-Bagger mit verbundenen Augen zu bauen, der sollte sich diesen Kran erst gar nicht holen. Das ist also wirklich eine Herausforderung sondergleichen. Es sind auch zum Teil wirklich eklatante Fehler in dieser Bauanleitung. All dies habe ich, während ich baue, immer dokumentiert, fotografiert, habe Verbesserungen mit eingebracht und habe diese auch direkt nach Lesti weitergeschickt. Man hat mir jedes Mal versprochen, man werde sich darum kümmern, man werde auch in der Bauanleitung diese Optimierung oder Verbesserung oder halt Änderungen in der Bauanleitung, wenn ich gesehen habe, da ist mal was nicht beschrieben worden oder es waren auf einmal Teile verbaut, die sind nicht einmal aufgeschlüsselt gewesen, das soll alles aufgegriffen werden. Ob das so ist, und damit komme ich dann zum nächsten Punkt, zum Thema Kundendienst. Das kann ich nicht sagen, weil anfangs war dieser Kundendienst wirklich wahnsinnig bemüht, zu antworten, zu reagieren oder auch mal Hilfestellung zu leisten, wenn ich selber überhaupt nicht mehr weitergekommen bin. Seit gut 3 Wochen ist es eingeschlafen. Ich habe da also von dem Kundendienst nichts mehr gehört. Anfangs habe ich erst gedacht, oh ja, du baust das für die. Logisch melden die sich jetzt ganz schnell und versuchen zu helfen, wo sie nur eben können. Aber das schlief dann alles ein und das bestätigt dann auch das, was mir andere Käufer jetzt schon berichtet haben. Die haben das gleiche Problem. Die haben also wirklich etliche Tage nichts mehr gehört. Es haben sich auch Leute bei mir gemeldet, die haben das Ganze über Amazon gekauft, weil sie da dann halt nochmal ein paar Euro sparen konnten. Das sind andere Geschäfte. Aber da wird das Gleiche berichtet, was man teilweise von China-Händlern auch kennt. Da Kundendienst, das wird also nicht unbedingt groß geschrieben. Das war bei mir am Anfang, wurde das sehr groß geschrieben, aber das schlief dann auch recht schnell ein. So, das ist das, was ich bis hierhin im Prinzip sagen kann. Ob das Ganze funktioniert, das kann ich natürlich noch nicht sagen, weil ich habe es ja noch nicht zusammengebaut. Und da würde ich sagen, höre ich jetzt erstmal auf zu quatschen, hole mir jetzt meine Bauteile nach und nach, wie ich sie brauche und dann baue ich das zusammen, denn ich persönlich bin mehr als gespannt, ob diese ganze Geschichte hier funktioniert. Ich kann schon so aus einigen Sachen sagen, so wie die Lenkung oder so, das scheint also diesmal nicht so eine Probleme zu geben, wie es bei dem anderen Liebherr-Kran gewesen ist. Bis hierhin funktionierte das zum Teil immer ganz hervorragend, aber das sind dann immer Einzelteile gewesen. Es war nie das Ganze zusammen und das werde ich jetzt angehen. Ja, und dann würde ich sagen, dann melde ich mich wieder und dann machen wir mal den großen Funktionstest.
So, zusammengebaut ist das Ganze jetzt. Ich habe nicht alle Funktionen der Fernbedienung so eingebaut, wie das vorgegeben ist, weil ganz einfach auch hier schwächelt die Bauanleitung massiv. Sie hat die Motoren alle ohne Kabel, zeigt auch nicht, wo Kabel verlegt werden müssen. Das muss man sich selber ausklamüsern und zum Schluss habe ich gesehen, so wie ich das wollte, funktioniert das nicht. Aber es wird reichen, dass wir jetzt das Ganze testen können. Ich werde eine Funktion nach der anderen testen. Das Fahren ist aufgelegt, also gucken wir mal erstmal da, wo alle China-Modelle gescheitert sind. Aber hier sagt uns ja der Hersteller 100% Funktion, 1 Promille Fehlteile. Fehlteile sind wir schon durchgegangen, waren 1,5 Promille, glaube ich, wenn ich es durchrechne. Jetzt gucken wir uns mal die Funktion an. Ich mache die Akkubox an und dann, wenn er auseinanderfällt, fällt er auseinander. Also man sieht, das Fahren ist begrenzt, aber auch wirklich nur begrenzt möglich. Die Lenkung schwächelt an allen Ecken und Kanten und auch das schiere Gewicht von beinahe 10 Kilo bringt hier wieder alles an die absolute Belastungsgrenze. Aber im Vergleich zu dem LTM 1200 kann man doch ganz klar sagen, er bemüht sich immerhin zu fahren. Also ich denke mal, wenn man hier wirklich die ganze Konstruktion noch mal ein klein wenig überarbeiten würde, ist es also zweifelsfrei möglich, dieses Ganze fahren zu lassen. So, was auch interessant sein wird, das ist das Ausfahren der Stützen und auch hier kann man schon hören, das schiere Gewicht des Krans lässt das nicht wirklich zu. Es knackt und klappert hier an allen Ecken und Kanten, aber es wäre doch schön, wenn die Stützen jetzt wirklich mal rauskämen, weil die werden ja dann doch noch gebraucht. Also es quält sich wahnsinnig. Ich glaube auch, die Batteriebox scheint nicht mehr die beste zu sein, dass die sich hier wirklich quält bis zum geht nicht mehr. Weiter raus kommt nicht. Also es hat dann doch noch geklappt. Was hier im Vergleich zu dem anderen Modell der Fall ist, die Stützen müssen mit der Hand runtergeschraubt werden. Das war ja bei dem anderen Kran nicht der Fall. Da auch ging das über die Fernbedienung. Ich mache das mal gerade schnell, dass er ein bisschen stramm steht. Als nächstes sagt die Anleitung, wir sollen die Gewichte mit 1,5 Kilo belasten. Das habe ich mir jetzt persönlich geschenkt, weil ich möchte ja nicht dauerhaft damit spielen. Na, bleibt stehen, so. Nee, da hatte ich das Lenken. Wo habe ich denn jetzt auf und ab? Ach, auf und ab habe ich noch gar nicht belegt. Kommt schon der Hubschrauber, der das Ganze hier retten soll, falls man den im Hintergrund hört. So, jetzt muss ich mal gerade schauen, wie ich das Ganze hier umlegen kann. Ach nee, jetzt muss ich umprogrammieren. Ich habe die zweite Verlängerung. Bedienung noch nicht habe. So. Jetzt habe ich das mir hier drauf gelegt. Ihr habt aber zwei
Fernbedienung mit dabei, wenn ihr euch das ganze Set dann holt. So, und jetzt sollte er das Ganze hochheben. Aber wie ihr seht, hier bewegt sich alles und hier knackt und tut es. Also aus freien Stücken, ich hatte das vorhin auch schon mal am Schreibtisch versucht, schafft er das nicht. Er braucht also definitiv Unterstützung, um hier hochzukommen. So, nach den ersten paar Zentimetern schafft er das dann alleine und wie gesagt, hier sollen dann 1,5 Kilo drin liegen. So steht er in einem recht guten Winkel, so sollte das funktionieren. Runter geht es dann nachher, denke ich mal auch, das probiere ich dann. Hier ist das Kran drehen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit meinem Kabel so halbwegs. Also ihr könnt erkennen, dass sich da was tut. Wo hat es denn jetzt versteckt? Zurück will er nicht, da hängt er jetzt wieder irgendwo. Also das alles Funktionen, die so halbwegs vorhanden sind, aber nicht ausreichend bis zum Schluss. So, habe ich mein Seil, hatte ich da gerade schon. Hier hat sich, glaube ich, ein wenig verfitzt. Habe ich nicht aufgelegt, genau. Da. Und da haben wir wieder das Bild. Ich selber habe damit gerechnet. Das Ganze ist so viel Steinehaufen auf ein wenig Absicherung. Das kann nicht wirklich halten. Bis hierhin aber wirklich interessant zu sehen. Es hat eine Menge an Funktionen, die sind erstmal gegeben. Vom Design und von der Statik her können wir jetzt natürlich nichts sagen. Ich will jetzt mal gucken, ob er jetzt einfach hier nochmal stehen würde.
So, jetzt gucken wir uns den ganzen Scherbelhaufen mal an. Also ich persönlich habe eigentlich mit nichts anderem gerechnet und er wird jetzt wieder zur anderen Seite gucken. Das ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht. Wir können jetzt mal hier so einen kleinen Blick reinschmeißen. Wenn wir jetzt mal hier ganz nah ranzoomen, ich hoffe, das funktioniert. Da kann man sehen, also auf den kleinen Drehkranz, ich drücke jetzt einfach mal so ein bisschen, dann kriegt man den auch auseinander. Der hält natürlich, was er verspricht, aber wie gesagt, man kann es hier wunderbar erkennen. Wir nehmen die Verkleidung hier mal ab. Wenn es mal schnell gehen soll, geht nichts. So, also hier kann man das wirklich sehen. Jetzt hat man uns hier 2 Laufrollen beschert, wo das Ganze drauf halten soll. Mensch, das kann nicht halten. Das weiß man im Vorfeld. Ich habe da natürlich nichts zu gesagt, weil sonst heißt es später wieder, ich hätte das alles manipuliert. Ansonsten, hier kann man gerade so wunderschön sehen, auch hier, gehen wir mal näher ran, von den Stützen zum Ausfahren. Hier hat es also einen Kollegen komplett weggebrochen. Ich habe den mal hier, ich hoffe die Kamera kann das einfangen, man kann das hier also wirklich schön sehen, wie dieses Teil regelrecht kapituliert hat. Irgendwas mit Kata. So, sonst noch irgendwelche gleich auffälligen Schäden, wo man sagt, da waren die schwachen Glieder, nicht so wirklich. Ansonsten, man kann es ja jetzt wirklich schön sehen. Ne, hier ist das gleiche auch nochmal passiert. Auch hier hat es das Ganze nicht gehalten. Dass hier oben alles auseinander geflogen ist, ist selbstverständlich. Wie nach einem richtigen Autounfall. Machen wir mal den Strom weg. Tja, was bleibt da zu sagen? Da hat der Hersteller meiner Meinung nach den Mund ein wenig zu voll genommen, indem er gesagt hat, unser Kran ist die ultimative Verbesserung vom LTM 1200. Jetzt bleibt einfach mal 2 Sekunden hier so stehen. Den Gefallen tut er mir, glaube ich, nicht mehr. Nein, macht er. Nee. Dann fall einfach um und auf Wiedersehen. So, habt ihr das nochmal gesehen. Hier fliegen wieder die Steine. Ich finde es relativ gut. Mir persönlich macht das aber nichts, weil der kommt wieder so, wie er ist, in seine Kisten. Kommt erstmal in die Ecke und dann überlege ich, was ich damit mache. Vielleicht schenke ich ihm bei eBay mal so eine kleine Auktion. Da könnt ihr den haben. Vielleicht ist der eine oder andere, der sagt, ich will den haben, ich kann den optimieren, danach läuft der. Oder ich will ihn nur im Display stehen haben, im Regal. Ich mache mir da mal noch Gedanken, was damit sein soll. So, ja, ich räume den ganzen Scherbel hier jetzt mal weg und dann sehen wir uns gleich noch mal kurz hinterm Schreibtisch. Und dann haben wir es für heute auch geschafft. So, da sind wir wieder drin und den Scherbelhaufen habe ich mitgebracht. Was ich euch nicht gezeigt habe, ich kann es euch noch zeigen, weil es funktioniert hat. Also auch hier ist eine Funktion, die wird von Hand gesteuert. Es funktioniert nicht mehr so wirklich, ich weiß nicht warum. Also dass so ein Set so schnell aufgibt, also ist schon genial. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe natürlich jetzt hier richtig Gas gegeben, wollte alle Funktionen bis aufs letzte testen. Warum? Weil der Hersteller sagt, es geht. Dieser Kran hält das aus. Naja gut, ein bisschen was hat er ausgehalten. Also hier, wie gesagt, diese Funktion auch nur von Hand bedienbar. Da ist dann auch hergegangen worden und man hat auf die ganzen Übersetzungen und Motoren verzichtet, damit das dann später besser funktioniert. So, was können wir jetzt sagen? Was können wir festhalten? Außer, dass ich die halbe Stunde nicht eingehalten habe, bin ich fest davon überzeugt. Eigentlich das, was wir alle wussten und was wir auch erwartet haben. Und
Was ich auch nie gemacht hätte, wenn ich mir hätte dieses Set kaufen müssen, wäre das Ding nie hier angekommen. Mir war das eigentlich klar, dass das nicht geht. Es war interessant zu sehen, dass es doch jemand geschafft hat zu sagen, ich baue hier ein bisschen was um, ich nehme ein bisschen was an Antrieben raus, ich packe ein paar Motoren mit dabei und schon bekomme ich eine verlässliche Sache hin. Also ihr habt gesehen, hier geht wesentlich mehr, hier ging wesentlich mehr, ich muss das ja jetzt in der Vergangenheit sagen, als dass das beim anderen Kran möglich gewesen wäre. Einfach nur, weil man hier viele Funktionen jetzt mit der Hand bedient und viele Funktionen auch einen eigenen Motor bekommen haben. Das muss man dem Ganzen jetzt wirklich zugute halten. Das hat funktioniert. Mit der Lenkung, da ist hier hinten ist ein Baufehler drin. Also hier die letzte Achse, ihr könnt das nicht sehen, aber ihr könnt es hören. Die schlackert nur rum. Deswegen war mir das schon klar, dass das hier hinten mit der Lenkung auf der Achse überhaupt nicht funktionieren kann. Hier muss man noch mal komplett umdesignen, dass hier in die ganze Getriebetechnik Stabilität reinkommt, weil das springt alles einfach nur drüber über das Ganze. Ansonsten, was soll ich sagen? Das, was ihr gesehen habt und was hier steht, das spricht für sich. Würdet ihr euch den Kran trotzdem kaufen? Das täte mich jetzt wirklich mal interessieren. Wer ist jetzt hier und sagt, das schreckt mich alles nicht ab? Ich gebe das Geld aus, ich will den haben, der sieht gut aus. Und dass der gut aussieht, das will ich überhaupt nicht abstreiten. Das sieht er. Ich persönlich habe die Sticker nicht drauf gemacht, weil mir irgendwo klar war, ich muss den zurückbauen und in den Kisten packen. Ich habe einfach keinen Platz mehr für sowas Großes. Ich habe hier den Liebherr stehen, ich habe den Tow Truck hier stehen, ich habe den anderen großen Kran von Gerone hier stehen. Mir geht einfach der Platz aus, deswegen kommt auch der hier in seine Kisten. Wie gesagt, was ich mit dem mache, das weiß ich noch nicht. Vielleicht wird es auch einfach nur ein Teileträger. Aber er ist vom Design her, ist das eine feine Sache. Wenn da dann noch die Aufkleber mit drauf kommen, dann macht er im Regal mit Sicherheit was her. Aber wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Ist das trotz alledem was für euch? Wenn das für euch was ist, dann guckt mal in meine Videobeschreibung unten rein, weil was ich für euch aushandeln konnte, das ist, es gibt einen Coupon, den gebt ihr da einfach ein, kriegt ihr 20% Rabatt auf euren nächsten, übernächsten, wann auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie lange dieser Gutschein gültig oder Coupon gültig sein wird. Gibt es 20%. Ich selber habe davon nichts. Das ist einfach nur das, was ich gesagt habe. Jo, ich mache euch das Review, aber ich möchte was für meine Zuschauer dabei rumhaben. Es sind nicht die günstigsten am Markt, das muss ich ganz klar sagen. Das haben auch andere schon festgestellt. Die 20% reichen dann im Grunde genommen vielleicht mal gerade dazu, dass man auf einen halbwegs normalen Preis kommt. Was ich aber wirklich an Lesti sagen muss, der Support, irgendwann ist er mal definitiv eingeschlafen, aber anfangs, es ging alles schnell. Der Versand war reibungslos, das mit dem Bestellen und so, also das ging alles innerhalb von Tagen, da war ich überrascht. Also Versandweg China, Deutschland, dieser Kran war in 5 Tagen bei mir. Das konnte ich sehen, man bekommt ja da die E-Mail-Benachrichtigung, denn in der Beziehung bin ich ein ganz normaler Kunde gewesen. Ich habe euch die ganze Zeit was vorenthalten, das sehe ich jetzt erst. Dieses Set hat Rundumleuchten. Oh, das seht ihr nicht. Ich mache es mal hier gerade kurz ein wenig dunkler. So, könnt ihr das sehen. Ja, hier regelt die Kamera schon wieder. Aber ich glaube, ihr konntet das jetzt ganz kurz mal sehen. Ich mache es wieder aus. Und die haben den Sturz sogar überlebt. Ja, das ist die Kamera. Das ist hier einfach alles ein bisschen zu hell. Deswegen könnt ihr das nicht so richtig sehen. Aber hier gibt es gelbe Rundumleuchten. Sie leuchten nicht rundrum, sie leuchten einfach nur in einer Farbe, aber sie leuchten. Auf der anderen Seite hier ist auch noch mal einer. Das hat funktioniert. Und jetzt denke ich mal, habe ich euch wirklich alles gezeigt, was ich zeigen konnte. Ich hätte es gerne als 6-Teiler wieder gemacht, aber es wurde ja gesagt, bitte nur ein Teil. Wir haben Angst, dass die Leute sich das nicht von vorne bis hinten angucken. Deswegen, wenn ich was vergessen haben sollte, wenn euch was interessiert, ihr habt die Kommentarfunktion, nutzt sie, schreibt es drunter. Wenn irgendjemand einen Kommentar sieht, den er beantworten kann, dann tut mir den Gefallen, nimmt mir diese Arbeit doch ab und schreibt das eben schnell hin. Vielleicht habt ihr selber schon Erfahrung, denn ich komme auch nicht jede Minute dazu, hier Kommentare zu beantworten. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer vielen, vielen Dank für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit, dass ihr genauso wie ich hier jetzt eure Zeit geopfert habt, um euch das Ganze anzugucken.
Dass ihr das gemacht habt, ist immer wieder schön. Wenn es euch gefallen hat, dann hier Daumen hoch. Es geht nur einer, aber ihr könnt in Gedanken ja 2 drücken. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann hinterlasst mir einen Kommentar. Was hat euch nicht gefallen? Den Daumen nach unten dürft ihr natürlich auch drücken. Ein Abo, wenn ihr das noch nicht habt. Ich freue mich da immer drüber. Klickt einfach drauf. Daneben ist die Glocke. Da werdet ihr sogar benachrichtigt, wenn das nächste Video von mir online geht. Und ansonsten bleibt mir wirklich nichts anderes zu sagen, außer habt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund bis zu meinem nächsten Video. Das ist wichtig.